Mein Name ist Nguyen Cha My. Ich komme aus Myanmar und ich studiere hier an der Uni Würzburg Politikwissenschaft und Soziologie. August 2020 bin ich nach Deutschland gekommen, hier in Deutschland Politikwissenschaft zu studieren. Das ist mein langjähriger Traum. Mein Forschungsschwerpunkt ist feministische Außenpolitik. Feministische Außenpolitik ist für mich eine Art von Außenpolitik, in der man an Frauen und dann auch Geschlechtergerechtigkeit und andere marginalisierte Gruppen denkt und beziehungsweise das ist auch mit der Idee von Transformation der Machtverhältnisse im internationalen System. Und das interessiert mich am meisten in der feministischen Außenpolitik und deswegen forsche ich zu dem Thema. Ich komme aus Myanmar, aus einem Land mit dem längsten Bürgerkrieg. Das ist mehr als 70 Jahre Bürgerkrieg. Am 1. Februar 2021 hat sich das Militär in Myanmar an die Macht geputscht. Ich habe vom International Office der Universität Würzburg von Hidden Domain Programm gehört. Der Militärputsch in Myanmar, in meinem Heimatland, beeinträchtigt die Finanzierung meines Studiums. Und dann habe ich auch herausgefunden, dass das Hidden Domain Programm auch zu meiner Situation sehr gut passt. Hidden Domain Programm ist ein Programm für, also auf Englisch zu sagen, Students or Scholars at Risk. Und das bedeutet, die AkademikerInnen oder die Studierenden, die in ihrem Heimatland nicht mehr weiter studieren können oder nicht mehr ihre Forschungsvorhaben fortsetzen können, diese Personen unterstützt die ARD durch das Hidden Domain Programm. Und diese Unterstützung bekomme ich auch voll und ganz. Dank des Programms kann ich auch jetzt weiterhin meine Forschung zu dem Thema feministische Außenpolitik und Friedens- und Konfliktforschung hier fortsetzen. Ich stehe im engen und ständigen Austausch mit Studierenden, AkademikerInnen und WissenschaftlerInnen aus Myanmar. Weil ich mich in der Freiheit in Deutschland befinde, sehe ich meine Aufgabe als ihre Stimme bzw. auch, was sie dann vor Ort machen, trotz Unterdrückung der Militärjunta, also diese Stimme nach außen zu tragen und beziehungsweise wie man dann von außen aus diese WissenschaftlerInnen, diese mutige Studierende unterstützen kann. Seit Februar 2021, also direkt nach dem Militärputsch in Myanmar, habe ich den Verein German Solidarity with Myanmar Democracy mitbegründet. German Solidarity with Myanmar Democracy ist ein Verein der Menschen, die sich für ein freies, demokratisches Myanmar einsetzen wollen. Und unsere Hauptthemen sind Advocacy-Arbeit, das bedeutet, wir führen Gespräche mit Bundestagsabgeordneten oder im EU-Parlament zum Thema Myanmar und was da vor Ort passiert ist und vor allem dann auch Menschenrechtsverletzungen in Myanmar, die von der Militärjunta begangen wurden. Unser Hauptziel ist, dass Myanmar nicht in Vergessenheit geraten wird. Wenn sich die politische Situation in Myanmar verbessern würde, dann möchte ich schnellstmöglich zurück nach Myanmar gehen, um da meinen Forschungsschwerpunkt zur feministischen Außenpolitik fortzusetzen. Und das ist auch für mich sehr wichtig, einen Beitrag zum Wiederaufbauen des demokratischen Myanmar zu leisten. Und mein großer Traum ist, feministische Außenpolitik in Südostasien zu gründen und in Myanmar feministische Außenpolitik als Pionier in der Außenpolitik Südostasiens mitzugestalten.